Hallo, heute bei Reingedruckt möchte ich euch zeigen, wie man eine dreidimensionale Skizze erstellt. Das ist ganz einfach. Hier oben steht die Skizze, darunter habt ihr den Pfeil, einmal drauf geklickt und dann habt ihr eine 3D-Skizze oder die normale Skizze. Wir nehmen in unserem Fall jetzt die 3D-Skizze. Ich fange an mit einem Würfel oder einem Viereck als Grundkörper, bemaße ihn jetzt aber auch gleich. Ich möchte ihn haben 250 mm lang und 80 mm breit. Damit ist die erste Ebene quasi schon mal geschaffen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, weitere Linien dran zu zeichnen. Noch sind wir auf 2 Dimensionen, jetzt kommt die dritte mit dazu. Wir nehmen die Linie, halten uns auf einen Punkt fest und jetzt haben wir mit der Tabulator-Taste die Möglichkeit und können das Koordinatensystem wechseln. Und wenn ihr jetzt genau bei einem Stift hinguckt, dann seht ihr, dass es dort schwenken tut oder eben geschwenkt ist. Ja, also wenn ich jetzt hier YZ oder hier, ja, so, habe die erste Linie gezeichnet, zeichne jetzt hier die zweite Linie und wieder hier zurück. Und jetzt seht ihr, dass wir hier weitere Linien drin haben. Was wir ja aber auch sehen, ist das, was uns erstmal nicht gefällt, aber das korrigieren wir gleich danach. So, jetzt des Weiteren möchte ich noch mehr Linien drin haben. Und zwar nehme ich jetzt wieder diesen Punkt. Wir wollen natürlich hier oben bleiben. Einmal hier rüber, einmal hier rüber und wieder daran. Jetzt möchten wir zusätzlich von diesem Punkt nach diesem Punkt verbinden und von diesem Punkt nach diesem Punkt verbinden. Jetzt haben wir theoretisch alle Punkte ordentlich verbunden. Hier habe ich einen Fehler gemacht, den kann man auch korrigieren. Das geht relativ einfach. Und zwar einmal den Punkt mit der Steuerungstaste den zweiten Punkt festgehalten und dann geht ihr einfach nur auf deckungsgleich und schwuppdiwupp ist dieser Punkt dann auch automatisch mit fest definiert. Jetzt möchte ich zusätzlich aber auch, dass alle Linien die gleiche Länge haben. Also die Steuerungstaste festgehalten, die Linie angeklickt, diese Linie und diese Linie. Jetzt habe ich irgendwas zu viel. Ja, 2 Punkte. Nehmen wir mal raus. Punkt 1, Punkt 2. Noch irgendwas zu viel. Nee, nichts zu viel. Passt alles. Jetzt möchte ich diese Linien alle parallel haben. Und ich möchte diese Linien alle auf die gleiche Länge haben. Also gleich. Bestätige das Ganze. Und wenn ich jetzt eine dieser Linien anklicke, halt, wir sind aus Versehen aus der Skizze wieder raus. Wenn ich jetzt eine dieser Linien anklicke, dann steht, dass die Linien parallel sind und aber auch gleich mit einem anderen. Also hier entlang der Z-Linie, parallel mit Linie 6 und gleiche Länge wie Linie 9. Und damit gefällt mir das Ganze. So, wenn wir uns jetzt den Körper angucken, einmal ringsrum, sieht es eigentlich recht angenehm aus. Also können wir damit weiterarbeiten. So. Jetzt kommt das, was ich eigentlich zeigen wollte. Halt, stopp, wir fehlen noch 2 Maße oder ein Maß. Ich möchte hier eine Höhe haben von genauso viel breit, 80. Dann machen wir mal 90 mm. 90. Dann haben wir einen Versatz drin. So. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat weitergeholfen. Und was ich mit diesem kleinen Körper machen werde, zeige ich euch im nächsten Video. Abonniert auf alle Fälle den Kanal und bis demnächst.